Hello, hello und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das heutige Video wird mal wieder ein Sonnenschutzvideo werden, denn ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so oft gefragt wurde, ob ich denn nicht ein ganz bestimmtes Produkt ausprobieren könnte und ob ich es nicht mal einschätzen und in der korrekten Auftragsmenge zeigen könnte. Und zwar ist das diese neue limitierte Sonnencreme von Sunozone, die sich Sensitive Sonnenfluid nennt mit Lichtschutzfaktor 50. Ich will jetzt auch nicht zu viel drum herum quatschen, sondern die Sonnencreme direkt auf die Haut auftragen, damit ihr gleich sehen könnt, wie sie performt, ob sie runterkrümelt, ob sie ölig, glänzend oder dergleichen aussieht. Und meine persönlichen Gedanken zu dem Produkt werde ich dann später teilen. Und da es tatsächlich das erste Mal ist, dass ich diese Sonnencreme verwende, muss ich sie vorher abwiegen, damit ich euch sagen kann, wie vielen Pumphüben 1 Gramm entspricht. Denn 1 Gramm ist so ungefähr die Menge, die für die meisten Menschen im Gesicht passt. Also ich persönlich würde auch nicht weniger benutzen, sondern eher dazu raten, mehr zu verwenden. In diesem Fall entsprechen 4 kräftige Pumphübe. Das heißt, dass man den Pumpkopf bis ganz nach unten runterdrückt, ungefähr 1 Gramm. Ich sprühe mein Gesicht zunächst einmal mit meinem eigenen Gesichtswasser ein, weil ich eine fettarme Haut habe und dadurch Produkte deutlich besser über die Haut gleiten und sich auch einfacher einarbeiten lassen. Außerdem bekomme ich dadurch noch on top Niacinamid, Panthenol, Grünteeextrakt und Ectoin. Und das ist der erste Swipe. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass das eine First Impression ist. Das heißt, ich muss die Sonnencreme auch definitiv noch länger testen, um etwas über die Verträglichkeit sagen zu können und ob sie in den Augen brennt. Leider muss ich jetzt schon sagen, dass die Sonnencreme krümelt. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auf der Stirn erkennen könnt, aber ja, hier haben sich schon so einige Krümel gebildet und auch hier am Haaransatz und ja, guckt mal hier, seht ihr das? Auf meinem Finger, das ist mal ein richtig fetter Krümel. Das ist natürlich super schade und deshalb weiß ich nicht genau, wie diese Sonnencreme mit Make-up performen wird. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an und ich hoffe, dass ihr es halbwegs erkennen könnt, aber hier unten am Kinn, da ballt sich die Sonnencreme schon ordentlich zusammen und erzeugt diese typischen Würstchen. Also es sind wirklich keine winzig kleinen Krümel, sondern es sind richtig dicke Würstchen. Ich muss dazu sagen, dass ich Sonnencremes ausprobiert habe, die dahingehend deutlich schlimmer waren und die ich wirklich überhaupt nicht aufs Gesicht auftragen konnte, weil die im gesamten Gesicht runtergekrümelt sind. Also hier habe ich es ja wenigstens noch geschafft, die korrekte Menge aufzutragen, ohne dass alles komplett vom Gesicht runterkrümelt. Aber hier und da ballt sich die Sonnencreme einfach zusammen und erzeugt diese kleinen Würstchen. Und das muss man definitiv bedenken, wenn man diese Sonnencreme kauft. Selbstverfreilich werfen wir auch einen Blick auf die Inhaltsstoffe und an sich gibt es hier wie so oft nicht sonderlich viel zu meckern. Es wurden recht moderne und auch gut verträgliche UV-Filter miteinander kombiniert, die übrigens allesamt zu den organischen UV-Filtern zählen, weshalb die Sonnencreme eben nicht diesen typischen weißen Schleier auf der Haut erzeugt. Es ist auch das beworbene Ceramid NP in dem Produkt vorzufinden, was auch unter anderem die Hautbarriere unterstützen kann, aber das war es dann halt auch. Es ist noch zusätzlich feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin. Das Produkt ist komplett parfümfrei, enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe und kommt ohne tierische Bestandteile aus. Das Sonnenfluid fühlt sich nach circa 10 Minuten immer noch relativ pflegend an. Einfach wie so ein reichhaltiger, winterlicher Moisturizer. Aber der Film, den ich anfangs wahrgenommen habe, der ist eigentlich kaum noch vorhanden. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube nicht, dass dieses Sonnenfluid ein persönlicher Favorit von mir wird, weil ich zum einen das Gekrümel nicht sonderlich mag
und zum anderen das Produkt für meine Haut einen Ticken zu reichhaltig ist. Vor allem, da wir uns ja gerade in Richtung Frühling und Sommer bewegen und ich einfach weiß, dass meine Haut diese Reichhaltigkeit im Sommer nicht so gerne mag. Deswegen werde ich mal schauen, wie sich diese Sonnencreme bei Outdoor-Aktivitäten macht. Also wenn ich zum Beispiel Fahrradfahren, Wandern oder Joggen bin. Aber ich glaube, so für den Alltag ist das einfach nicht wirklich mein Geschmack. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das Sonnenfluid auch schon entdeckt habt, ob ihr es ausprobiert habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und wenn euch das Video irgendwie weitergeholfen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr es teilen würdet oder wenn ihr mir ein Däumchen nach oben geben würdet. Und falls ihr eine tolle Alltagssonnencreme suchen solltet, die auch wunderschön auf der Haut aussieht und die nicht zu schwer, nicht zu pflegend ist, dann schaut euch einfach dieses Video hier an und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!